Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man solche Obstschalen modellieren kann, beziehungsweise die Füße davon, wo man dann entsprechend Schaschlikspieße einarbeiten kann und so eine Obstschale erhält. Das Ganze sieht im Prinzip also so aus. Man hat einen Fuß, in dem man eben die Schaschlikspieße nacheinander reinstecken kann und kriegt somit eine Schale. Der Fuß selber, der ist schon ein bisschen benutzt, deswegen sieht er schon ein bisschen abgegriffen aus, sieht aber in etwa so aus und das Ganze wollen wir uns jetzt einmal im 3D angucken und modellieren. Dazu wechseln wir einmal in Rhino. Hier sehen wir schon einmal das Fertige. So soll es dann später aussehen. Da kann man also, ich wechsle einmal kurz die Ebene. Ja, kann man also sehen, hier unten haben wir unser Modell, was wir brauchen. Und das obere sind die modellierten Schaschlikspieße. Da sollte man sich vielleicht vorher angucken, was für Schaschlikspieße man zur Verfügung hat. Ich habe jetzt welche, die sind 5 Millimeter stark. Damit arbeite ich also auch. Das heißt, ich habe die entsprechend modelliert. Die sind 5 Millimeter stark, 25 Zentimeter lang. Und damit kann man dann eben in die Planung hineingehen. Ich würde sagen, ich lösche das Ganze einmal raus. Obwohl so einen Schaschlikspieß können wir uns gerne behalten. Dann muss ich den nicht nochmal modellieren. Lassen wir den mal und den Rest entfernen wir. So, dann fangen wir einmal an, unsere Grenzen abzustecken. Das heißt, ich sage zum Beispiel, ich hätte gerne, dass unten der Bereich ja, vielleicht 9 Zentimeter stark ist, dass also ich einen Durchmesser von dem unteren Teil von 9 Zentimetern an der stärksten Stelle habe. Das heißt, ich mache erstmal einen Kreis, gebe eine 0 ein, dann bin ich im Ursprung und sage eben, dass ich einen Durchmesser von 90 Millimetern gerne hätte. So, das heißt, das ist also meine äußere Begrenzung. Wenn ich mir das Ganze in der Frontansicht einmal anschaue, dann fände ich das ästhetisch recht schön, wenn die breiteste Stelle eben nicht unten am Boden ist und dann alles schräg hoch geht, sondern wenn die etwas höher ist und ich dann einen etwas schmaleren Fuß sozusagen habe, das Ganze dann schräg hoch geht. Das sieht etwas gefälliger aus, finde ich persönlich jetzt. Ich mache das jetzt einfach mal so. So, und dann möchte ich also einen entsprechenden Winkel hier haben. Zum 3D-Druck würde ich jetzt einfach mal sagen, ein Winkel von 45 Grad ist okay. So, das heißt, ich gehe einmal hier hin und möchte eine Linie erzeugen unter einem bestimmten Winkel. Das heißt, ich kann also meine Basislinie einmal markieren, sage dann, ich hätte gerne einen 45 Grad Winkel und gehe entsprechend nach unten, irgendwie so, und könnte jetzt beispielsweise noch eine weitere Linie, ich stelle mal die Projektion an, vom Ursprung aus bis hierhin setzen, markiere beides, gebe Trim ein und nehme das weg. Dann habe ich also entsprechend diese beiden Linien schon einmal. Das Ganze wieder weiter von vorne an. Jetzt ist es so, ich möchte also einen Schaschlikstab daran anordnen. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal Pi mal Daumen etwas, dann könnt ihr sehen, worauf es gleich ankommt. Das heißt, das Ganze sieht also jedenfalls so aus. Irgendwie so. Ich könnte auch noch sagen, dass ich diese Linie hier gegebenenfalls, dass das einen bestimmten Abstand haben soll. Da könnte ich mir die jetzt kopieren, drücke Alt, gehe nach oben und dann sage ich, die soll zum Beispiel 25 Millimeter hoch sein. Vielleicht machen wir das Ganze dann, na, ich sag mal, ungefähr so hoch. So, dann würde ich sagen, zeichne ich das einfach nochmal kurz neu. Ungefähr so würde ich sagen, könnte es aussehen. So, das heißt, wir haben jetzt schon eine geschlossene Linie. Dann können wir uns das Ganze schon einmal in 3D anschauen. Ich mache einmal eine Rotation um meine Achse. Project kann ich auswählen, abwählen, starte bei 0, einmal 360 Grad herum. So sieht das Ganze aktuell aus. Wenn ich jetzt einmal meinen Schaschlikspieß
einblende, das ist einfach nur ein Zylinder, den ich gezeichnet habe. Ähm, ja, sieht das Ganze aktuell so aus. Ich würde sagen, ich mache das auch einfach noch mal für euch mit. Dann könnt ihr das sehen. Ich kann also hier auf Grundform gehen, kann einen Zylinder auswählen, kann die Basis bei 0 hinsetzen, im Ursprung sozusagen. Jetzt hat also mein Schaschlikspieß später einen Durchmesser von 5 Millimetern. Ich würde aber sagen, es macht Sinn, wenn wir die Lücke im Modell dafür zum Beispiel 5,2 Millimeter machen, damit die Schaschlikspieße etwas entspannter hineinpassen. Und deswegen würde ich sagen, nehme ich jetzt also 5,2 Millimeter als Durchmesser und eine Länge von 250 Millimetern, also 25 Zentimetern. So, das heißt, damit habe ich meinen Zylinder erstellt und jetzt würde ich sagen, gucke ich mir das Ganze einmal in der Frontsicht an und hätte später vielleicht gerne eine Vase, die ungefähr so gestellt ist. Das setze ich einmal auf die Arbeitsebene. Ja, ich sag mal vielleicht noch einen Ticken schräger, so in etwa. Dann gucke ich mir das Ganze von rechts an, schiebe den Schaschlikspieß einmal nach hier. So, in der Draufsicht. Die müssen sich ja im Prinzip später überlappen. Gehen wir einmal hier in den Punkt, doppelklicken und setzen diesen Verschiebungspunkt jetzt hier unten an, gehen in die Draufsicht und rotieren das Ganze einmal. Jetzt kann man sich das noch schwer vorstellen. Wir aktivieren einmal die History, gehen dann auf Array Polar und sagen, wir hätten gerne in unserem Ursprung den Anfang der Achse und sagen jetzt, wir würden beispielsweise 18 Mal das Ganze drumherum rotieren. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt ist es so, wir könnten es versuchen, das so zu machen, dass sich also die Stäbe nicht berühren. Ich würde sagen, für die Stabilität ist es aber ganz gut, wenn die sich eben doch berühren. Ich habe jetzt hier eine recht geringe Öffnungsbreite. Das heißt, ich könnte beispielsweise sagen, ich gehe noch einmal in die Frontansicht. Und würde dieses Teil hier noch mal ein wenig weiter aufweiten. Und dann gehen jetzt also die anderen direkt mit. So, dann würde ich sagen, setze ich dieses Teil jetzt weiter nach außen. Denn ich finde es eigentlich recht schön, wenn man noch einen Teil des Stabes durchgehen sieht. Ja, man könnte das Ganze also ungefähr, sage ich mal, so hier machen. Und dann würde ich sagen, macht es vielleicht, wenn man das ein bisschen dreht, das heißt, es ist einfach so ein bisschen ausprobieren mal, wie es eben auskommt. Wie sieht es oben aus? Wie sieht es unten aus? Könnte man den noch ein bisschen schräger stellen vielleicht. Ja, ungefähr so. Wenn ich jetzt wirklich darauf gehen möchte, dass die sich berühren, gehe ich vielleicht sogar noch ein bisschen weiter nach innen. Ja, dann können die sich mehr aufeinander abstützen, aber das affektiert natürlich die restliche Form. Jetzt komme ich hier schon wieder nicht raus, dann muss ich das noch ein bisschen weiter nach außen, kommen die wieder weiter auseinander. Vielleicht könnte ich auch sagen, okay, ich mache ja, das ist einfach so, dass ich anstatt 18 Teile 20 Teile nehme. Da muss man einfach mal ein bisschen ausprobieren, denn was ja auch ein Aspekt sein könnte, den man designtechnisch berücksichtigen kann, wäre der Abstand zwischen den einzelnen Dingern. Der wird jetzt hier 51 Millimeter, 5 Zentimeter würde ich sagen, eine kleine Birne oder so, je nachdem, für was man das benutzt, könnte da vielleicht schon durchfallen. Das heißt, es könnte vielleicht wirklich Sinn machen zu sagen, okay, ich setze das Ganze mal ein bisschen zurück, dass ich ein bisschen mehr Platz habe und würde dann gegebenenfalls die hier nochmal rauslöschen und würde noch einmal die Historie anschalten und sagen, diesmal nehme ich aber 20 Stäbe. Schauen wir das Ganze an. So, da habe ich dann schon einen etwas geringeren Abstand wahrscheinlich zwischen den Teilen hier. So, und kann damit jetzt weiter modellieren. Da würde ich also beispielsweise sagen, ich schiebe den noch ein bisschen hier raus. Entschuldigung, falscher, das ist der hier. Den kann man zum Beispiel dann auf ein anderes Layer legen, damit man den etwas besser erkennt. Na, vielleicht so. Nochmal in der Draufsicht gucken. Dürfen sich ruhig ein bisschen weiter überlappen. So, dann kann ich den noch ein bisschen weiter schräg stellen. Nur ein bisschen. Vielleicht noch ein bisschen.
Und hier kommen wir schon zu dem Problem, was ich vorhin meinte. Wenn man also die Oberfläche hiervon zu hoch macht, ja, dann kann man das später nicht mehr so gut drucken, denn die Abstände zwischen den Stäben, die werden immer geringer und damit ist der Teil, den man hier zwischendrucken muss, wird immer feiner. Ja, das heißt, darauf kann man gegebenenfalls auch achten. So, jetzt ist die Öffnungsweite schon recht weit. Da würde ich sagen, kann man das auch noch etwas verändern. So, und jetzt sieht man, jetzt berühren die sich schon ein bisschen. Naja, da muss man jetzt halt ein klein wenig spielen mit verschiedenen Möglichkeiten. Wenn man jetzt einmal wissen möchte, inwieweit die sich tatsächlich berühren, wenn das zu viel ist, zu wenig, könnte man eine Intersection zwischen zwei Teilen einmal herstellen. Intersect. So, dann sieht man hier also, auf dem Bereich berühren die sich. Das ist jetzt schon recht viel. Mir fällt aber auch auf, ich müsste den ganzen Teil noch ein wenig herausziehen vielleicht. Obwohl, könnte sogar schon so bleiben. Denn die Schräge, die ich hier eingestellt hatte, die hatte ich ja nur mal so Pi mal Daumen angenommen, um euch das zu zeigen. Der Punkt, der auf jeden Fall gesetzt ist, ist im Prinzip dieser Ring hier. Das heißt, an den kann ich mich jetzt orientieren und sagen, ja gut, das gefällt mir auch nicht ganz. Ich muss das ein bisschen weiter rein versenken, um also später eine gewisse Festhalterung auch zu haben. Ja, ich möchte das Ganze ja festgehalten haben, den Stab. Und könnte dann jetzt sagen, ja gut, jetzt berühren sich zu viel, dann drehe ich den wieder ein bisschen raus, noch ein bisschen. Das ist jetzt eben so ein bisschen nach Augenmaß arbeiten. So, ich würde sagen, so berühren die sich so gerade, vielleicht auch nicht, kann ich wieder mit einer Intersection überprüfen. Doch, so gerade, das ist aber okay. Gut. Das heißt, wenn ich jetzt also die Schräge haben möchte, die ich brauche, ich kontrolliere noch mal, also wenn so viel des Stabes später eingespannt ist, würde ich sagen, ist eine Festhalterung auf jeden Fall erreicht. So, wenn wir jetzt also gucken wollen, welchen Winkel wir hier brauchen von unserem eigentlichen Hauptteil, da gibt es mehrere Möglichkeiten, um den Winkel abzugreifen, aber ich finde das anschaulicher, das einfach durch Modellieren herauszufinden. Und da können wir Folgendes machen. Ich lösche einmal dieses Teil hier. Ich habe ja noch meine Kontur von eben, aus der diese Rotation raus entstanden ist. Da mache ich jetzt Folgendes. Ich lösche einmal ganz kurz alles raus, was ich jetzt nicht mehr brauche oder was irgendwie in der Ansicht gegebenenfalls stört. Obwohl, das können wir schon so lassen. Okay, ich drücke einmal F10, da werden alle Punkte von der Linie angezeigt, falls das bei euch nicht schon der Fall war. Ich wähle noch einmal die Kurve aus, gehe auf Record History, gebe wieder Revolve ein, sage, mein Startpunkt ist hier, mein Endpunkt hier, ich möchte von 0 bis 360 Grad drehen und habe jetzt den großen Vorteil, wenn ich diesen Punkt hier auswähle und den nach innen schiebe, schiebt sich mein restliches Modell ebenfalls mit. Und ich würde sagen, so sieht das doch schon, na, vielleicht noch einen Ticken weiter raus. Ja, ich denke, so sieht das Ganze doch schon recht gefällig aus. So können wir es lassen. Dann mache ich ganz gerne immer Kopien von allen. Ich drücke Alt, verschiebe das Ganze einmal um 150 mm. Na gut, sagen wir nochmal 100 mehr. So sieht das Ganze jetzt aus. Um jetzt weiterzumachen, möchte ich also von diesem Körper hier meine Spieße abziehen. Das kann ich ganz einfach über einen Boolean Difference machen. Ich wähle also erst das aus, bestätige mit der rechten Maustaste, wähle dann die Spieße aus, bestätige nochmal mit der rechten Maustaste und schon habe ich also die Stifte abgezogen. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Tja, wenn ich das Ganze jetzt drucken möchte, würde ich sagen, dass scharfe Kanten nie besonders ästhetisch sind. Das heißt, ich mache jetzt Folgendes. Fitted Edge, wähle einen Radius von vielleicht 0,5 Millimetern aus und wähle jetzt alle Kanten aus, die ich eben ja, abrunden möchte. Das ist jetzt ein bisschen Arbeit, ich spule euch das vor. Hier muss man aufpassen, dass man alle Linien mitnimmt, weil das aus einer Rotation entstanden ist. Sind die Grenzen für die Rotation irgendwo gesetzt, für den Rotationskörper, weil das aus einer vorherigen rotierten
rotierten Oberfläche bestand. Deswegen muss man an einer Stelle aufpassen, dass dass die Linien unterbrochen sind. Dann entsprechend alle auswählen. So, und ich würde sagen, hier oben kann man das sogar auch machen. Da braucht es das nicht. Hier ist auch das Problem, wäre das zu eng geworden hier oben, wenn ich zum Beispiel hier an der Stelle und runde das ab, dann kann das nicht so richtig funktionieren. Aber ich denke, hier sollte das jetzt auskommen, dass wir das auch abrunden können. Top, wenn wir alles ausgewählt haben, vergewissern wir uns nochmal, dass wir wirklich alles ausgewählt haben, keine Linie vergessen haben. Zum Beispiel die Linie hier unten, die könnte ich auch noch ein bisschen abrunden, ist ein bisschen gefälliger. Hier darf man natürlich am Boden nicht zu viel abrunden, damit der Winkel nicht zu steil wird und das noch gedruckt werden kann. Aber ich denke, so haben wir jetzt alles. Dann bestätigen wir noch einmal mit der rechten Maustaste. Jawohl, hier habe ich also jetzt eine Linie vergessen, wie man sieht. Das ist nicht gut. Ansonsten passt es aber. Die können wir noch hinzufügen. So, ich denke, das sollte passen. Jawohl, nochmal bestätigen, nochmal bestätigen. Und dann rechnet er ein bisschen. Ja, das hat also nicht funktioniert. Tja, solltet ihr jemals so ein Problem haben, dann könnt ihr einmal schauen, wo denn der kritische Part ist, und das vielleicht erst einmal ein paar wenigen ausprobieren. Also, äh, ich sage jetzt einmal hier, bei denen funktioniert es vielleicht. Mal bestätigen, jawohl, hier funktioniert sauber. Dann habe ich ja gerade eben erwähnt, dass hier also ja, dieser Rotationskörper besteht also im Prinzip aus Flächen, die auch aus einer Rotation heraus entstanden sind. Das heißt, die haben trotzdem immer einen Anfang und ein Ende. Und dieser Anfang, dieses Ende ist also genau hier an dem Beginn, wo wir angefangen haben zu rotieren. Ja, das heißt also, im Prinzip ist es so, dass wir in diesem Rotationskörper hier eine Unterbrechung haben zwischen den Oberflächen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise vielleicht versuchen würde, das Ganze einmal hier zu machen, könnte ich mir vorstellen, dass dieser Punkt schon ein Problem ist. Wenn Rhino dann bei der Berechnung von den abgerundeten Kanten eben einmal einen Fehler hat, macht er das bei allen falsch. Schauen wir uns das hier einmal an. Ja, hier funktioniert es nicht. Hier hatten wir auch noch unterbrochene Kanten. Gucken wir uns das einmal hier an. Jo, auch hier hier funktioniert es gut. Okay. Ja, schauen wir uns das hier an. In dem Fall ist die Lösung recht einfach. Rhino hat es einfach, also konnte zwar die Oberflächen anlegen, hat es aber nicht geschafft, das Ganze vernünftig zu verschneiden. Das können wir aber auch manuell machen. Da wählen wir jetzt diesen Körper aus, sagen Split und wählen dann die Oberflächen aus, die Rhino schon erstellt hat. Und gehen jetzt auf Bestätigen. So, dann haben wir das hier entsprechend abgeschnitten. Jetzt ist es aber so, dass das Ganze kein geschlossener Körper mehr ist. Wir sehen jetzt hier oben rechts steht Open Polysurface. Da muss geschlossene Fläche stehen. Ja, und das liegt einfach daran, dass also diese Teile hier jetzt nicht mehr zum Körper gehören. Ja, das ist also, wenn wir die ausblenden, dann sieht man, unser Körper ist hier geöffnet. Das heißt aber auch, wir können Folgendes machen. Wir verbinden die einfach miteinander. Diesen Körper hier würde ich auch noch einmal splitten, und zwar anhand dieses Körpers. So, dann mache ich diesen Teil hier weg. Wähle jetzt also diese Oberfläche aus, diese Oberfläche und diese Oberfläche. Und zusätzlich diese Oberfläche und joine die alle zusammen. Und dann steht hier oben rechts auch wieder Closed Solid Polysurface, wenn man eben wechselt von diesem Tab auf diesen Tab hier. Gut, damit hätten wir das Problem gelöst. Jetzt können wir wieder unsere restlichen Kanten entsprechend bearbeiten.
Top. So, ich würde sagen, so kann man es doch erstmal lassen. Gegebenenfalls hier unten noch die Kante. Ist halt vielleicht etwas schwierig für den Druck, aber im Prinzip ist es so etwas gefälliger. Gut, ich denke, so sollte es eigentlich hinhauen. Übrigens ist es jetzt kaum noch möglich, diese Kante hier vernünftig abzurunden. Das führt eigentlich ja, überall zu Problemen. Das hätte man jetzt also vorher, wo die noch spitz waren, entsprechend rausnehmen können. Generell der Übergang zwischen verschiedenen Radien, da braucht man dann schon mehr Modellieraufwand, um das hinzubekommen. Ich lasse deswegen jetzt auch einfach gerade, es stört auch nicht. Dann ist das so okay. Ja, ich würde sagen, damit ist dieses Teil jetzt fertig und bereit für den ersten Probedruck. Ich würde sagen, ich drucke das Ganze einmal und vielleicht habe ich da noch Verbesserungsvorschläge. Falls nicht, endet das Video damit hier. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmodellieren und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Eine Anpassungsmöglichkeit ist mir jedoch noch aufgefallen, und zwar, wenn man sich das Modell einmal anguckt, dann sieht man später, ich verschiebe das einfach mal in ein anderes Layer, man guckt später beim fertigen Modell auch einfach recht hässlich auf hier eine glatte Fläche. Als wäre es also möglich, das Plastikteil noch höher zu ziehen und dann mit einer Kuhle zu versehen, sodass das Ganze von innen etwas besser in die Stäbe überläuft. Ich möchte aber eigentlich so viel wie möglich von der Holzoptik erhalten und entscheide mich deshalb trotzdem, eine Änderung vorzunehmen. Und zwar werde ich einmal in die Draufsicht gehen und man sieht also hier, man hat also diese Punkte. Ja, ich kann das Ganze auch mal isoliert betrachten. Man hat also seine Punkte von oben drauf betrachtet, wo also dieser Angriffspunkt hier ist von den Spießen. Und da würde ich sagen, könnte man jetzt beispielsweise einen Zylinder oder sagen wir mal einen Kreis definieren. Sagen wir mal vielleicht so. Ja, das ist doch soweit ganz okay. Und könnte jetzt also eine Kuhle sozusagen aus dem Teil herausnehmen. Und da würde ich sagen, könnten wir auch ein wenig etwas modellieren. Gehen wir einmal in die Frontalansicht und schauen uns das Ganze einmal an. Da würde ich gegebenenfalls einfach mit einer Polylinie arbeiten. Project. So. Und gucke mir das Ganze einfach einmal an und würde sagen, na komm her, greif dir den Punkt mal. Na gut, er greift sich den Punkt jetzt nicht, aber ich würde sagen, dann machen wir es einfach so und setzen den Punkt vielleicht hier nach innen und könnten das Ganze so aushöhlen. Und machen wir es jetzt vielleicht so noch richtig und sagen, okay, wir wollen einen geraden Anschlusspunkt haben. So. Machen wir ein Match. Das finden wir hier. Wählen die an und sagen, wir hätten die erste gerne behalten und die andere passen wir an. Es hat sich kaum was verändert, aber die Tangente von dieser hier in diesem Punkt ist jetzt eben, entspricht genau der waagerechten. Ich denke, damit können wir einfach einmal reingehen. Dadurch hat sich auch dieser Punkt hier verändert. Vielleicht werde ich nochmal über Kurvenstetigkeit ein Video machen. Aber ich denke, so könnten wir es erstmal lassen. Dann würde ich sagen,
drehe ich das Ganze auch wieder, starte bei 0, bei 360, tipptopp. Habe jetzt also, wenn wir in der Perspektive einmal drauf schauen, so ein Teil hier erschaffen. Wie gesagt, ich mache mir von allem eigentlich gerne Kopien. So. So, und dann habe ich jetzt also eine entsprechende Sache, die ich abziehen kann davon. Und mache das Ganze jetzt so, kann dieses Teil entfernen. Und dann sieht das Ganze so aus. Und mit den Stäben zusammen sieht das Ganze dann entsprechend jetzt so aus. Man sieht natürlich jetzt noch eine kleine Kante, aber das Ganze hat einen etwas gefälligeren Übergang. Ich habe jetzt hier also entsprechend eine, kriegen wir einen, nein, perpendicular kriegen wir nicht hin jetzt. Ein Abstand von 2,7 Millimeter. Ich finde, das ist schon ganz gut, da zumindest ein bisschen Material, ein bisschen Fleisch zu haben, um die Stäbe entsprechend festzuhalten. Aber mit dem Design würde ich jetzt einfach mal reingehen. Und damit diesmal wirklich tschüss, viel Spaß beim Nachbauen und bis zum nächsten Mal.